Hallo und herzlich willkommen hier bei Enthusiamova. Schön, dass ihr wieder dabei seid und mich rund um das Thema Modellbahn in Spur N begleitet. Ich bin der Louis und in diesem Video geht es um das Thema Digitalisierung einer BR221 bzw. einer V200. Mehr dazu nach dem Intro. Vielleicht erinnert ihr euch, ich habe vor kurzem eine Umfrage gemacht, da konntet ihr wählen zwischen einem Digitalisierungs- und einem Servicevideo und euer Wunsch war es, eine Digitalisierung einer BR221 oder einer V200. Genauer gesagt handelt es sich um das Modell von Minitrix mit der Artikelnummer 2960. Ich bin auch zwischendurch immer wieder gefragt worden, ob ich nicht ein bisschen mal was zu dem Thema ESD sagen könnte. Das war eine gute Idee, die habe ich aufgenommen und jetzt wird es in meinem Digitalisierungsvideo immer noch mal einen Hinweis zu dem Thema ESD geben. Und nun wünsche ich euch viel Vergnügen und viel Spaß beim Zuschauen. Dieses Mal möchte ich dieses schöne Modell digitalisieren. Dabei handelt es sich um eine V200, genauer gesagt um die Baureihe 221. Es ist das Modell von Minitrix mit der Artikelnummer 2960, was noch bis 1977, also oder die frühen 80er Jahre vertrieben wurde. Und als erstes, äußerlich sieht es ja gut aus, mache ich mir jetzt mal einen Eindruck von dem Fahrverhalten. Das heißt, setze ich mal aufs Gleis, lasse sie mal langsam fahren, ein bisschen zügiger, schaue mal nach, ob die Lampen funktionieren und dann lasse ich sie warm fahren und dann kann es auch schon losgehen. Bevor es jetzt losgeht und wir aufschrauben, empfehle ich wie immer mal einen Blick in die Bedienungsanleitung zu werfen. Sollte die Bedienungsanleitung mal nicht dabei sein, so findet ihr unten in der Videobeschreibung wieder den Link zum entsprechenden Waschzettel im Internet. Und es hilft immer, da mal vorher einen Blick reinzuschmeißen, bevor man nachher irgendwelche Abbrüche oder Zerstörungen an dem kleinen Liebling hier vorgenommen hat. Gut. Bevor es denn jetzt losgeht mit der Digitalisierung, würde ich gerne noch mal ein paar Worte zu dem Thema ESD verlieren. Die meisten von euch wissen, dass ESD für Electrostatic Discharge steht oder halt in Muttersprache übersetzt für elektrostatische Entladung. Genauer gesagt für die elektrostatische Entladung oder die Gefahr daraus, die es sich dann für die Elektronikbauteile ergibt. Und dagegen muss man sich in Anführungszeichen wehren bzw. ausrüsten. Das Dumme ist, dass sich hier so Elektronikbauteilchen ganz gerne, wenn sie denn mal mit Elektrostatik in Verbindung gekommen sind, sich diesen Vorfall gerne merken. Das ganz Dumme ist, die sind auch noch nachtragend. Und zwar, wie kann man sich das vorstellen, mit sag ich mal, einer Entladung, einer elektrostatischen Entladung auf so einer Elektronik richtig quasi sowas wie eine Bruchstelle ein. Ich will nicht sagen Sollbruchstelle, weil das soll ja nicht sein, aber so kann man sich das halt vorstellen. Und dann passiert dann Folgendes, man merkt das am Anfang gar nicht. Man merkt nichts, das läuft einfach ganz normal weiter. Und aber durch das permanente Beanspruchen, ne, das ist genauso, wenn ich auch eine Sollbruchstelle immer permanent beanspruche, dann wird die irgendwann brechen. Und genauso ist das hier auch. Im laufenden Betrieb läuft halt Strom darüber, die Elektronen fließen hin und her und beanspruchen genau diesen Schaden und der wird immer größer, bis es dann erstmal zu den Ausfällen kommt. Zunächst sporadisch, es gibt keinen zeitlichen Zusammenhang, es gibt auch keinen funktionalen Zusammenhang. Das kann sowohl ein Defekt am Fahrverhalten darstellen, das kann sowohl ein Defekt an der Beleuchtung darstellen, es gibt keinen definierten Zustand. Und er wird dann immer weiter beansprucht, bis dahingehend, dass das Ding irgendwann mal ausfällt. Das ist ärgerlich, das ist doof und vor allem, man merkt es halt nicht. Das ist das Dumme daran. Jetzt kann der eine oder andere sagen, ja, ist doch, ja, ich kenne das doch schon alles. Ich gehe dann immer regelmäßig an der Heizung, mache da den Griff an die blanke Stelle, denn das weiß man ja, die lackierte Stelle, das nutzt ja nichts, sondern es muss die blanke Stelle sein. Ja, das stimmt, aber da müsste ich eigentlich auch an der Heizung stehen bleiben. Denn wenn ich dann wieder zurückgehe, und in der Regel mache ich das ja auch mit Schuhwerk, und Schuhwerk ist halt oftmals gummiert, also sprich ich habe Turnschuhe an oder ich habe Sneakers an oder sonst irgendwas, laufe über einen Laminatboden, laufe Linoleumboden, Teppichboden, was auch immer. Jedenfalls wunderbar baut sich die Spannung auf und sie kann ja nirgendwo hin, sie wird nicht weggeleitet. Ne?
So, das heißt, wenn ich die paar Meter von der Heizung dann wieder zurückkomme, bin ich wieder wunderbar aufgeladen. Ich könnte auch sagen, der Gang war umsonst. So, was kann man sonst noch machen? Man kann sich eigentlich nur insofern schützen vor einer elektrostatischen Aufladung, dass man es gar nicht erst dazu kommen lässt. Und zwar gibt es dafür dann eher so elektrostatisch leitende Matten, ESD-Matten. Ne? So. Und die machen halt nichts anderes. Da wird auf der einen Seite wird halt ein Armband. Dieses Armband ist genauso elektrostatisch leitend. Da ziehe ich mir halt an. So, in dem Moment leite ich quasi jetzt meine Aufladung schon über die Matte ab und hier geht noch ein Draht raus. Ne? Und dieser Draht, der geht halt an den Schutzleiter von der Steckdose. Der wird da ganz normal angeklemmt und gut ist. Andersrum könnte ich da aber jetzt auch meinetwegen diesen Draht auch an der blanken Stelle von der Heizung anklemmen. Denn beides haben eins gemeinsam, sowohl der Schutzleiter als auch Heizkörper, im Übrigen alle metallischen Körper in der Wohnung, die werden nämlich alle zurück an einen zentralen Punkt geführt, das ist nämlich die Potentialausgleichsschiene. Und da wird halt die statische Ladung entladen oder entsorgt, sodass man halt gegenüber der Elektronik eine absolute neutral ist und dann kann ich die auch anpacken, ohne dass ihr was passiert. So viel wollte ich jetzt einfach mal zum Thema ESD sagen. Ich hoffe, das hilft euch ein bisschen. Ob ihr das macht oder nicht, das liegt bei euch. Ich empfehle, etwas dagegen zu tun und ich selber mache das auch. Also seid vorsichtig mit der Elektronik, immer neue Decoder kaufen ist halt teuer. Ja, zum Öffnen ist diese Maschine sehr bedienungsfreundlich, denn es gibt nur eine einzige Schraube, die man lösen muss. Das ist die hier oben. Die löst man und dann kann man quasi den Gehäusedeckel schon einfach abnehmen. Bevor es denn jetzt losgeht, markiere ich mir erstmal vorne und hinten auf dieser Maschine, um einfach nachher die Teile, wenn ich dann weiter noch auseinanderbaue, sie genau wieder so zusammenzusetzen, wie ich sie auseinandergebaut habe. Denn oftmals ist es ja so, dass ich mechanische Teile dann doch im Laufe der Zeit aufeinander abgestimmt habe. Und deshalb kennzeichne ich das einfach mit vorne und hinten. So, wie man hier auch ganz gut erkennen kann, ist hier ein alter Motor verbaut. Ich meine, Kunststück, ich habe ja vorhin erzählt, dass die Maschine irgendwann Anfang der 80er Jahre noch verkauft wurde. Das heißt, sie hat jetzt auch schon 40 Jahre auf dem Buckel. Und die alten Maschinen wurden damals eher noch niederfrequent angesteuert. Da bin ich eigentlich auch bei einem Stichwort. Das ist auch der Grund, warum ich mich für einen bestimmten Decoder entschieden habe. Nämlich dieses Mal verbaue ich einen Kühn N45. Das mache ich aus dem Grund, weil dieser Decoder beherrscht es halt, alte Motoren anzusteuern. Und die alten Motoren werden niederfrequent angesteuert. Und meines Wissens, oder ich sage mal so, ich habe zwei Hersteller gefunden, die die Niederfrequenz angeben. Und zwar ist das der Kühn, da wird mit 120 Hertz angegeben. Ich weiß auch, dass der Döhler und Haas es noch kann. Da liegt, glaube ich, die Frequenz ebenfalls bei 120 Hertz. Bei ESO habe ich jetzt keine Angaben darüber gefunden. Da schreibt man, dass die halt alle Maschinen, alle Motoren gut bedienen können. Nur ich weiß halt nicht wie. Und von daher habe ich mich dann eben doch für die Methode entschieden. Und außerdem, sag ich mal, steht der Decoder von Kühn mit dieser Eigenschaft in einem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis. Er ist von den drei genannten Typen, die man jetzt hier so verbauen konnte, doch immer noch der wirtschaftlichste, also der preisgünstigste, und von daher fiel mir die Wahl jetzt nicht besonders schwer, mich für den Kühn zu entscheiden. Ja, dann kommen wir mal zum Einbau oder was ich vorhabe. Also ich habe ja immer gepredigt, schon eine ganze Weile, das ist also hier jetzt vorne, das ist hinten. Und oft habe ich immer gesagt, auf der rechten Seite sitzt der rote Draht und auf der anderen Seite liegt der schwarze Draht. Und wie man hier sieht, hier gibt es keinen schwarzen Draht. Ja, wo ist denn der jetzt? Das ist ganz einfach bei diesem Modell. Es gibt einen roten, ich nenne ihn jetzt mal die Stromzuführung, und das Gehäuse ist quasi, das komplette Gehäuse ist der schwarze Draht. Und jetzt muss man halt mal schauen, also hier oben kommt der rote an, wo kommt der schwarze an? Das ist beispielsweise über den Schrauben oder irgendwo hier am Gehäuse. Da muss ich also irgendwo rot und schwarz anschließen. Ich sehe ja hier, dass hier ist das
rote Kabel ja angeschlossen und dann gibt es hier eine von dem, ich nenne es jetzt mal von dem roten Teil, eine Brücke auf diesen Motor oder auf diese Motorkappe hier. Später werde ich dann diesen Kontakt hier trennen und da, wo heute rot ist, wird morgen orange sein. Und auf der anderen Seite mache ich genau das gleiche. Das hier ist jetzt, stellen wir uns mal das schwarze Kabel vor. Und da, wo das schwarze ist, kommt dann nachher auf die Motorkappe das graue Kabel. Dementsprechend trenne ich diesen Steg hier ab, den schneide ich mit dem Dremel raus. Auch die Kontaktfeder von der Motorpolabdeckung, die werde ich auch abtrennen. Und dann werden wir als nächstes noch die Kappen vorbereiten, damit man da die Käbelchen anlöten kann. Aber das machen wir alles so nach und nach. Ja, hier vorne ist noch zu sehen, deshalb auch V und hinten. Diese Dioden, die werde ich noch ausbauen an der Stelle, weil hier wird dann, hinten kommt immer das gelbe Kabel hin und vorne kommt immer das weiße Kabel hin. So, damit haben wir im Prinzip alle Kabel schon verortet, die jetzt an dem Decoder drin sind. Und jetzt müssen wir letztendlich erstmal dafür sorgen, uns zu überlegen, wo bauen wir den Decoder denn ein, was für Möglichkeiten haben wir denn. Ja, als erstes ist man natürlich immer leicht versucht, dass man einen Decoder möglichst weit oben hinsetzt, weil hier bietet sich vielleicht auch Platz an. Aber wenn man sich da mal genauer mit beschäftigt und sich vor allem die Platzverhältnisse anschaut, dann kann man sagen, sicherlich klar, von der Breite her würde es passen. Aber jetzt muss man auch mal hier reingucken, schauen in den Deckel, mal schauen, ob man es irgendwie sehen kann. Ich denke, so ist es ganz gut. Hier vorne ist einfach die Schraube und die wird hier gehalten durch, das ist also kein Millimeter, ne, dieser Abstand hier. Das heißt, der Decoder würde jetzt unmittelbar auf dem Gehäuseteil hier aufsetzen. Jetzt kann man natürlich überlegen und sagen, naja, dann trenne ich hier ein Stück aus der Platine aus. Damit wird ja dann hier ein bisschen Raum frei. Und dann setze ich den Decoder dann hier vorne rein. Wenn man sich das aber mal von der Bauform anschaut, dann sehe ich ja jetzt hier, das ist der Platz der Platine. Also die hat keinen Millimeter. Jetzt lege ich das mal so davor und dann sieht man, dass der Decoder doch mehr Platz verbraucht, weil er ist unten und oben bestückt. Das ist also nur, wenn der beispielsweise unten nicht bestückt wäre, dann würde er oben genauso weit rausragen hier wie eine Schraube. Da er aber unten noch bestückt ist, wird es dann schon ziemlich eng. Ne? Also ich würde es hier raussägen und ich könnte mir sicher sein, dass der Decoder hier quasi an der Stelle aufgepresst wird. Das ist am Anfang ist das vielleicht gar nicht so schlimm, aber wenn das jetzt meine Lieblingslok ist und die fährt und fährt und fährt, dann wird der Decoder natürlich heiß und dann kann es passieren, dass sich dann oben hier dieser Kunststoffdeckel verzieht. So, was macht man denn da jetzt? Was kann man denn da jetzt machen? Also ich könnte jetzt hingehen und könnte hier das Stück hier rausschneiden, raustrennen und dann auch ein Stück von dem Deckel hier raustrennen. Aber ganz ehrlich, ich möchte das nicht. Das ist so nicht so meine Vorgehensweise. Zumal ich auch das Gehäuse und das Chassis verändern würde, das möchte ich nicht. Aber es gibt halt noch eine andere Möglichkeit, nicht hier oben, sondern hier unten. Hier unten gibt es, naja, dahinter ist das ist ein Kunststoffdeckel und hier ist ja irgendwie Freiraum, das kann ich sehen. Jetzt muss ich aber als erstes mal die Drehgestelle ausbauen, weil hier liegen ja die Federn auf, die Kontaktfedern. Wenn ich das jetzt hier ausbauen würde, dann würde ich die Kontaktfedern verbiegen, das möchte ich jetzt erstmal nicht. Deshalb nehme ich erstmal die Fahrgestelle raus. So. Dazu werden dann hier und hier die Bolzen nach außen geschoben und dann kann ich die Bolzen hier so rausziehen. Einmal hier und einmal hier. Jetzt mache ich das direkt so und damit kann ich dann auch
das Oberteil abziehen und die Drehgestelle bleiben direkt unten. So, jetzt ist das im freien Zugang. So, und diesen Deckel hier, den kann man jetzt lösen, indem man diese Nase vorsichtig nach hinten und unten schiebt. So, das gleiche auf der anderen Seite auch macht. So, und dann sieht man schon, dann öffnet sich dann quasi hier der Deckel schon und den kann ich dann nach unten rausnehmen. Zum Vorschein kommt eine Platine. Das ist nämlich die eigentliche Gleisanschlussplatine. So. Und wenn ich mir die jetzt mal anschaue, weil die sitzt so hier da drin, und da kann man das sehen, hier, da ist ja jetzt genügend Platz, um einen Decoder unterzubekommen, zumal es da auch Bauteile gibt, die hier raus und entfernt werden können. Also hier gibt es Platz genug. Von daher wäre das meine bevorzugte Wahl. Wenn ich das jetzt abnehme, was steckt dahinter? Zum einen ist es, das sind die Entstörglieder, also hier eine kleine Spule und ein Kondensator, die bauen wir uns gleich direkt erstmal aus. Auf der einen Seite geht das rote Kabel ab. Das rote Kabel, und das ist auch etwas Besonderes, das sieht man hier, wird gespeist von diesen Seiten und von dieser Seite. Also das ist ein Kontakt, das ist das rote Kabel, und das schwarze Kabel, das wird gespeist. Hier ist der Kontakt zum Gehäuse. Also hier kommt das schwarze, die Masse hin. Gut, dann würde ich vorschlagen, dann schmeiße ich jetzt erstmal die alten Bauteile raus und bereite schon mal die kleine Platine jetzt erstmal vor. So, als allererstes mache ich mir das Leben jetzt mal einfach und löse erstmal das Kabel hier oben, weil das brauchen wir später auch nicht mehr. Dann kann ich die Platine nämlich getrost abbauen und kann mich besser bewegen hier. Na? So, damit kann ich die Platine hier unten auch rausnehmen. So, dann bauen wir jetzt mal die ganzen Bauteile aus. So, jetzt machen wir die Platine noch sauber. Das heißt, ich entferne jetzt erstmal das überflüssige Lot. So. Ja, dann mache ich mir als nächstes jetzt mal Gedanken über die Kabeldurchführung. Dazu schaue ich mir jetzt einfach die Platine nochmal an, wo sie denn gesessen hat oder wo sie dann auch zukünftig wieder sitzen wird. Und die wird ja dann auch wieder genau hier sitzen. Man ist am Anfang natürlich jetzt dazu geneigt und sagt, dann springe ich hier durch den großen Schacht. Aber das macht an der Stelle jetzt nicht wirklich Sinn, weil zum einen läuft da die freie Welle. Ja, dann könnte dann mit der Zeit vielleicht ein vorbeifahrendes Kabel oder ein vorbeiliegendes Kabel beschädigt werden. Das gleiche gilt natürlich auch für die andere Seite. Auch hier ist man dazu verlockt, aber das sollte man nicht tun, weil da die Welle liegt. Aber da könnte man ja sagen, naja gut, dann springe ich halt durch diese Lücke hier oder durch diese Lücke. Das sollte man aber auch nicht tun, weil da liegen genau die Klipse hier von den Gehäuseunterteilen dran. Dann würde ich Kabel quetschen. Also wenn ich mir genau die Sache anschaue, es passt eigentlich nur, das Kabel hier durchzuführen. Da. Und das ist jetzt auch nicht so schwierig, denn die kommen genau hier an der Motorbefestigung raus, ne, an dieser Klemme. Und dann kann ich die wunderbar hier langlegen, hier unten langlegen und dann hier hoch. Auch das wird später noch verschwinden, aber da kommen wir gleich zu. So, ich denke, das ist ein guter Weg. Vor allem, ich muss kein Material entfernen. Das Gehäuse bleibt so, wie es ist. Und das Einzige, was ich machen muss, ich muss jetzt an der Stelle der Platine, weil ich muss ja irgendwie da reinkommen, und der Decoder sitzt ja hier drauf, muss ich irgendwie durchkommen, das heißt, ich muss hier ein Loch bohren. So, das machen wir jetzt schnell und dann sehen wir weiter. So, als nächstes bereite ich erstmal die Lötstellen vor. Hier wird der rote angelötet werden und hier kommt der schwarze dran. Da ist ja auch der Kontakt von unten schon.
So, ich habe mir auf der Platine halt jetzt markiert, wo der rote angeschlossen wird und der schwarze angeschlossen wird. Da kann man sich auch nachher im Eifer des Lötgefechts so schnell nicht vertun. Wie möchte ich den Decoder denn jetzt eigentlich platzieren? Ich habe mir überlegt, weil ich bin auch immer ein Freund davon, ein bisschen Kabel noch übrig zu haben. Deshalb mag ich eigentlich ganz gerne etwas längere Kabelwege. Ich werde den Decoder hier platzieren. Hier so auf der Seite. Ich habe auch schon eine Idee, wie ich ihn festmache. Das rote Kabel läuft dann in einem Bogen hier dran und das schwarze läuft hier weiter bis hier vorne hin, also quasi einmal um den Decoder drumherum. Und die anderen, das Gelbe und das Weiße und das Graue und das Orange, das verschwindet hier durchs Loch nach oben. Wie mache ich den Decoder fest? Da habe ich mir überlegt, erstens packe ich den Decoder in ein Stück Schrumpfschlauch. Passt hier wunderbar rein. Und dieses Stück Schrumpfschlauch, das klebe ich da unten mit Sekundenkleber fest. So kann ich dann immer wieder den Decoder auch wieder rausziehen bei Bedarf, falls er mal ausgetauscht werden muss. Und er ist nicht direkt auf der Platine gehaftet. Außerdem ist er isoliert. Ja, ich finde es eine gute Lösung. Also machen wir jetzt erstmal eine kleine Tasche, wo er reinkommt. Jetzt werde ich den Decoder hier unten festkleben. So, die Tasche ist fest. Und den Decoder kann ich jetzt jederzeit wieder rausholen. Passt auch wunderbar. Damit ist der Decoder hier unten jetzt platziert. Jetzt kommt der Deckel quasi hier so drüber. Und wie man sieht, hat der Decoder Platz genug. Die Kabel kommen jetzt hier raus, müssen nur noch restverlegt werden. Das soll es dann schon gewesen sein. So, die Kabel, die lassen wir wie gesagt jetzt hier unten alle rausspringen. Und dann kann ich die nachher schön sauber hier unten langlegen und hier hochspringen. Das passt, denke ich, ganz hervorragend. Es ist ein bisschen friemelig, jetzt muss man die Kabel erstmal reinbekommen. Und ihr seht, es geht relativ einfach. Jetzt kann man hier vorsichtig ziehen. Jetzt positioniere ich hier quasi die Abdeckung mit dem Decoder. Sorge dafür, dass hier kein Kabel gequetscht wird. Dann wird jetzt zugedrückt und das war's. Die Nasen sind geklipst. Der Decoder ist hier unten jetzt drin platziert und die Kabel kommen hier ganz sauber raus. Und jetzt werden wir die Kabel hier unten erstmal schön lang führen. Ja, dann müssen wir als nächstes den Motor ausbauen. Dann nehmen wir erstmal die obere Platine von ab. Die brauchen wir jetzt auch erstmal nicht mehr. Die stört, weil hier ist ja der Halter und der muss weg. Damit werden die Birnchen frei, die können wir jetzt auch erstmal rausholen. Da war ich mit dem Anklipsen viel zu schnell, hätte ich hier erstmal ein bisschen warten können. Also hier nochmal nach innen und nach unten und wieder runterdrücken. Jetzt kann ich die Klemmen hier, das sind die Achsführung oder beziehungsweise die Wellenführung, die kann ich lösen, indem ich hier runterdrücke und nach vorne. Das gleiche mache ich hier auch. Jetzt muss ich die Motorhalterung noch lösen. Einmal hier und einmal hier. Das gleiche auf der anderen Seite auch. Dort und dort. Dann kann ich die Motorklammer rausnehmen. So, jetzt nochmal hier die Nasen nach unten drücken, nach vorne. Hier auch. Jetzt müsste ich den Motor eigentlich schon bewegen können. Jetzt kommt er schon raus. Jetzt Vorsicht mit den Kabeln. Die drücken wir nach unten, dann kann man den Motor rausholen. So, als erstes markiere ich mir erstmal da, wo was hin soll. Hier. Da war ja der Pluspol dran mit dem roten, also kommt hier das orange Kabel hin, da mache ich mir noch ein kleines O drauf. Den Steg, den werden wir wegmachen. Das war ja die Verbindung zum Gehäuse. Das Gehäuse war das schwarze Kabel, also kommt hier das graue dran. Den Steg, den schneiden wir jetzt hier ab, genauso wie im Gehäuse. Dieser Steg, den trennen wir hier auch ab. Als nächstes bereite ich dann jetzt mal die Polabdeckung vor. Dazu löse ich die erstmal, denn hier sollen die Kabel dran gelötet werden. Dann mache ich die vorsichtig ab. Vorsicht, darunter ist die Feder. Die holen wir besser auch mal raus. Kohle kann drin bleiben. Warum mache ich das? Warum trenne ich das davon? Das hier ist Kunststoff. Und wenn ich das jetzt vorbereite für eine Lötstelle, dann wird das richtig heiß. Heißer, als wenn ich löten würde. Und dann schmilzt dann hier. Aus dem Grund bereite ich das vor, ohne
dass es drauf gesteckt ist. Setze ich die Feder schon mal wieder ein, setze den Kontakt auf. Damit ist die Lötstelle jetzt vorbereitet. Und nachher, wenn ich das Kabel anlöte, das geht schnell, da passiert hier nichts. Jetzt bereite ich die andere Seite noch vor. So, jetzt sind die Motorkontakte vorbereitet. Der Motor kann jetzt so wieder eingebaut werden. Das war der graue Teil, dann kommen wir jetzt direkt dazu. Der graue Teil kam nach hinten, wo die Masse dran war. Also muss der Motor so rum eingebaut werden. Wir müssen ein bisschen auf die Kabel aufpassen, damit wir die nicht quetschen. Das sieht gut aus, der Motor sitzt da, wo er hin soll. Jetzt müssen wir noch die Klammern drauf machen. Die Kabel so weit wie möglich zur Seite hin. Dann kann man die Klammer auch gut setzen. Und dann soll es gehen. Am besten erst von einer Seite, dann ein bisschen runterhebeln. Und das passt wunderbar mit den Kabeln. Jetzt kann man den arretieren. Dann sind die Klammern hier wieder arretiert, wieder eingerastet. Fertig. Noch die andere Klammer. Die sind wieder eingerastet. Perfekt. Also, der Teil ist drin. Die Kabel kommen raus. Wie gehen wir jetzt weiter? Hier hinten kommt das graue Kabel dran, hier vorne das orange und das wird auch das erste Kabel sein, was ich jetzt erst anlöten werde. Eine oder andere sagt, was macht er denn da? Wieso nimmt er keine Abisolierzange? Die Litze, die ist so dünn, das kann man mit Fingernägeln, kann man da ein Stück weit rausknippen. Da brauche ich keine Abisolierzange für. So, da ist das orange Kabel angelötet. Jetzt werde ich mit dem Rest davor springen und hier hoch. Aber dazu schauen wir uns jetzt erstmal die Platine an. Jetzt werden wir die aufbereiten. Die Platine werde ich jetzt hier diesen Kontakt auslöten, die Lötstelle sauber machen, die Dioden auslöten. Dann kommt hier oben noch ein kleines Stückchen Schrumpfschlauch hin. Das dient mir quasi als Kabelführung. So, dann ist die Platine jetzt von den Bauteilen befreit. Hier die beiden Lötstellen sind nochmal erneuert worden. Schraube ich die Platine jetzt als erstes hier oben fest. Wenn wir mit dem Kabel hier unten lang gehen und hier springen wir hoch. So, hier habe ich jetzt ein kleines Stück Schrumpfschlauch angeklebt und führe dann jetzt hier die Kabel durch. Und zwar in der Reihenfolge so, wie sie verlegt werden sollen. Vorne kommt das Weiße, hinten kommt das Gelbe und auf der anderen Seite kommt ja noch das Graue hin. Das sind also die Anschlüsse. Hier vorne ist das weiße Kabel für vorne, das Gelbe ist für die andere Fahrtrichtung, das Graue an dem einen Motorkontakt und der Orange an diesem Motorkontakt. So, ja, dann bauen wir die Maschine jetzt wieder zusammen und dann können wir es ausprobieren. Kommen die Birnchen noch rein. So, hier ist vorne, da ist hinten, also kommt hier die 1 drauf. Platz genug für die Kabel ist allemal. Gequetscht wird auch nichts. Kann man den Deckel wunderbar drauf machen. Okay, und als nächstes, nach einem kurzen Funktionstest, stelle ich dann jetzt die CV-Werte noch ein. Also die CV-Werte, die ich hier verändere, das ist klar die Log-Adresse, die CV1, die Beschleunigungsrate CV3 und Verzögerungsrate CV4, die ändere ich von dem Wert 3 auf den Wert 6. Die Maximalspannung, die lasse ich wie sie ist, und die mittlere Spannung, da nehme ich halt die Hälfte der Maximalspannung, die trage ich da ein. Das ist für mich auch nur ein Standard oder ein Anfangswert, denn später wird die Lok ja noch eingemessen werden. Und was ich aber in jedem Fall eintrage, ist die CV9, und die CV9 ist die Motoransteuerungsfrequenz und die ändere ich von 0 auf 1. Und was es damit auf sich hat, das schauen wir uns gerade an. So, was hat das jetzt mit der CV9 auf sich? Ganz am Anfang vom Film habe ich ja gesagt, dass man ältere Motoren vorzugsweise mit einer Niederfrequenz ansteuert, und genau das stelle ich dann hier ein. Der Wert 1 beschreibt nämlich, dass die Loks mit 120 Hertz angesteuert werden. Mehr ist es halt nicht. So, und nachdem die CV-Werte dann eingestellt ist, dann drehe ich jetzt hier nochmal meine kleinen Testrunden, und damit soll es das jetzt auch gewesen sein. Ja, da sind wir wieder. Auch diese Digitalisierung hat ja wieder mal gut geklappt.
Und im Prinzip ist eine Digitalisierung ja kein Hexenwerk. Es folgt immer demselben Schema und die eigentliche Kunst besteht ja nur darin, einen geeigneten Decoder für die jeweilige Maschine zu finden und natürlich einen vernünftigen Einbauort. Ja, und dann noch ein bisschen Geduld, vielleicht noch ein bisschen Geschick und dann läuft die Kiste eigentlich wie von ganz alleine. Ich hoffe auch, dass das Thema ESD oder die paar Hinweise, die ich dazu gegeben habe, euch hilfreich sind. Und apropos hilfreich, wer sich jetzt vielleicht noch für die Materialliste interessiert, der kann ja gerne mal einen Blick unten in die Videobeschreibung werfen. Dort findet ihr einen entsprechenden Link und so wisst ihr natürlich auch, welche Materialien ich verwendet habe. So ihr Lieben, das war's wieder mal. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich über euren Daumen nach oben, aber ganz besonders auf euren nächsten Besuch. Und damit ihr die Fortsetzung nicht verpasst, lasst mir einfach noch das Abo da. Das Glöckchen noch einschalten und dann werdet ihr automatisch von dem Kanal hier unterrichtet, wenn es hier wieder was Neues gibt. Also dann, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Louis.